Große Felgen, grobstollige Bereifung und ganz viele schwarze Details. Das sind die Dinge, die wir hier an diesem Westfalia Columbus 600 geändert haben. Was das genau ist und wie der Grundriss sich sonst so aufteilt, zeige ich euch in dem heutigen Video vom Westfalia Columbus 600. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Wie vorhin gesagt oder wie eben im Eingang gesagt, haben wir hier ein Fahrzeug, bei dem wir ganz viel Wert auf Design gelegt haben. Der ist durchgestylt von außen bis zum letzten kleinen Folierungspünktchen, was man machen kann. Und was wir da gemacht haben, zeige ich euch jetzt mal ganz genau, damit ihr euch überlegen könnt, ob das für euren Columbus oder auch für euren Pössl oder Lastrada vielleicht auch eine Option ist. Der Columbus 600 ist ja prinzipiell, wie der Name schon sagt, ein Fahrzeug in der 6 Meter Klasse, also 5,99 Meter lang. Mit der ganz klassischen Aufteilung, das heißt, ihr habt hinten das Heckbett quer, vorne die Sitzgruppe und in der Mitte Küche und Nasszelle. Wir gucken uns den Grundriss gleich von innen ganz genau an, weil der Columbus mit seiner Fußbodenheizung und der breiten Sitzbank ganz viele tolle Details hat, aber das ist eher was für innen. Von außen, glaube ich, kann man als erstes mal kurz einen Schritt quasi zurücktreten und sagen, wie sieht der aus? Was gefällt mir an dem Auto insgesamt? Das, was ich ja eben schon gesagt habe, wir haben hier 18 Zoll Felgen von ORC. Das sind quasi die Typ 22 Felgen. Das ist einfach das Felgendesign. Da gibt es noch ein, zwei andere 18 Zoll Felgen, die auch in Frage kommen würden. Aber gerade bei diesem Fahrzeug ist das mit der Typ 22 Felge in meinen Augen eine super homogene Geschichte, weil wir hier auch eine AT-Bereifung mit drauf haben. Das heißt, wir haben ein sehr grobstolliges Profil. Das ist hier in dem Fall ein General Grabber AT3, so heißt der Reifen, 255er Breite, also ein richtig massiver Reifen. Und die charmante Lösung daran ist, dass er eben gleichzeitig auch eine Ganzjahrestauglichkeit hat. Das heißt, die Schneeflocke ist auch drauf. Der Reifen kann, so wie er da ist, wirklich ganzjährig gefahren werden. Dann ist der Wagen, so wie er da steht, in normalem Schwarz Metallic. Und damit das Ganze schlüssig ist, haben wir schon im vorderen Bereich darauf geachtet, dass wir hier im Prinzip mit den schwarzen Rahmen um die Scheinwerfer, die der Columbus serienmäßig hat, das mit dem schwarz glänzenden Kühlergrill vorne ergänzen, damit die ganze Frontpartie richtig schick wird. Und alles, was wir so an silbernen Schriftzügen hier normalerweise haben, da steht eigentlich noch Westfalia und so, haben wir einfach entfernt. Damit das mit den Felgen und der Offroad-Optik gut passt, haben wir den Wagen als Maxi-Chassis bestellt mit den Kunststoffradläufen hier drauf. Dann braucht man nämlich chassismäßig gar nichts mehr machen. Wir haben hier das große Glück, dass direkt zu unserer Linken ein Columbus 540 steht, den wir auch auf 18 Zoll Felgen gestellt haben. Da sieht man aber, wenn der Wagen als Leitchassis bestellt worden wäre, was bei 5,40 Meter nicht anders geht, ist hier Blech, wo wir eben Kunststoff gehabt haben. Dadurch ist das Auto hier ein Stück schmaler. Und damit wir die Felgen eingetragen bekommen, müssen dann bei den leichteren Autos oder wenn wir die 6 Meter mit Leitchassis bestellen, diese Kunststoffradläufe montiert werden. Das macht es eben ein bisschen teurer. Ist auch von der Optik und vom Ergebnis schick und vergleichbar. Aber wenn ihr ein großes Auto, also 6 Meter oder 6,36 bestellt, denkt, wenn ihr im Hinterkopf habt, vielleicht mal eine größere Felge zu nehmen, denkt unbedingt dran, die Radläufe mitzubestellen. Das ist eine kostenfreie Option bei Westfalia, aber ihr müsst sie eben separat mit auswählen. Die Felge gibt es grundsätzlich in ganz vielen verschiedenen Farben, also schwarz oder wie wir es eben auf dem hellblauen gesehen haben, Anthrazit. Es gibt natürlich auch Silber und das Ganze immer in glänzend oder matt. Hier haben wir uns für schwarz-matt entschieden, weil das Schwarz-Matt eben wunderbar zu der, ich sag mal, Designsprache von Westfalia so passt, weil der ja auch hier die Mittelstreifen immer in Schwarz-Matt foliert hat. Dadurch, dass wir auch tiefschwarze Fenster haben mit dem Rahmen, ist auf der Seite wirklich alles einheitlich. Und sogar solche Dinge wie die Sog-Toilettenentlüftung, die wir hier montiert haben, ist natürlich auch in Schwarz mit dabei.
Was normalerweise Westfalia unabhängig von der Außenfarbe immer gleich macht, ist, dass hier eine silberne Windrose ist. Ich weiß jetzt nicht, wie man das im Video sehen kann. Wir haben die original silberne Windrose runtergenommen, haben die in schwarz glänzend wieder draufgeklebt und dadurch hat man so ein bisschen, man behält immer diesen edlen Touch des Westfalia mit der schicken Optik, und die Windrose ist ja durchaus ein schickes Design-Feature. Aber eine silberne Windrose auf dem schwarzen Auto fanden wir dann zu auffällig, und mit diesem schwarz glänzend auf schwarz matt, finde ich, ist das was einfach super rund rüberkommt und was richtig schick ist. Ja, von hinten geht das im Prinzip weiter mit schwarz auf schwarz. Wir haben jetzt seit dem neuen Modelljahr oder seit jetzt dem Winter gibt es von der Firma Busbiker den neuen Busbiker. Wir haben jetzt hier den Busbiker XM 290, das heißt mit abnehmbarer Anhängerkupplung dabei. Und der ist jetzt auch endlich schwarz. Ich löse den einmal kurz, dann können wir den runterklappen und passt damit natürlich perfekt zu dem Auto. Zack. So dass ihr dort im Prinzip für 2 E-Bikes bis zu 60 Kilo zuladen können. Und mit der neu gestalteten Heckfront, finde ich, passt das zu so einem schwarzen Auto hervorragend dazu. Eigentlich müsste man jetzt auch losgehen und sich neue Fahrräder kaufen, die auch schön in schwarz sind, aber die haben ja wenigstens schon mal schwarze Reifen mit dabei. Den ganzen Busbiker könnte man einfach hier lösen und kann den voll beladen zur Seite schwenken. So habt ihr dann im Prinzip einen freien Zugang zu den Heckklappen hier hinten. Auch die gesamte Heckansicht haben wir von, ich sag mal, allen silbernen Details, die da so wären, und dem Fiat-Logo, was da drauf war, befreit, dass das schön einheitlich schwarz ist. Und dann, und das ist in meinen Augen kein großer Aufwand, aber ein total guter Effekt, haben wir natürlich die gleiche Windrose hier. Und das, was mich immer gestört hat, ist, dass dann alles schön schwarz ist, nur die Schiebetürschiene hier in der Mitte silber ist. Die haben wir von unserem Folierer mit in schwarz folieren lassen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Wenn man weiß, worauf man achten muss, funktioniert das auch dauerhaft und gut. Dass die in matt schwarz ist, und auch, soweit das möglich ist, haben wir hier unten, das wäre eigentlich Silber und das wäre eigentlich Silber, auch nochmal schwarz gemacht, sodass das insgesamt ein total einheitliches Bild ist, wo wir eigentlich nur schwarz matt und schwarz glänzend haben. Sogar die Markise spiegelt das im Prinzip wieder. Insgesamt glaube ich einfach ein Fahrzeug, wer dunkle Autos mag, einfach eine total gute Kombination, so dass man das Schwarze hat, aber eben nicht nur schwarz, sondern das trotzdem ein bisschen dezent und edel aufgelockert hat. Wer da Interesse hat, ein paar schöne Sachen an seinem Auto zu machen, da finden wir immer gute Lösungen. Und auch wenn ihr sagt, ich finde es schick, aber eigentlich hätte ich lieber eine hellere Farbe, man kann sich auch bei anderen Farben tolle Gedanken machen, wie man die sowieso schon gut gelungene Optik von Westfalia nochmal einen Schritt nach vorne bringt. Sag mal, durch schöne Felgen, durch schöne Applikationen, durch schöne kleine Details kann man da echt viel machen. Und da haben wir, glaube ich, inzwischen eine ganze Menge Erfahrungswerte gesammelt und mit vielen Kunden viele verschiedene Lösungen umgesetzt, sodass wir bestimmt auch für euch das richtige Fahrzeug zusammenbauen können. Ja, dann kommt mal mit mir rein in den Columbus 600 und schaut euch mal mit mir gemeinsam um. Genießt den ersten Blick, wie großzügig und aufgeräumt das ist. Ein super cleanes und sauberes Design mit ganz viel, ich sag mal, optischer Luftigkeit, dass man einfach viel großzügiges Gefühl hat und man einfach ein bisschen weniger Stauraum hat, dafür aber einfach ein etwas besseres Raumgefühl. Ja, bevor wir hier in die Details des Columbus 600 starten und uns das genau angucken, einfach nur noch mal für euch kurz der Hinweis, wenn ihr ab und zu auch mal ein paar schicke Bilder von den Fahrzeugen sehen wollt und auch mal andere Eindrücke, wie Kunden auf Reisen sind und was wir sonst so für Fahrzeuge ausliefern, folgt uns am besten auch bei Instagram. Da kriegt ihr
regelmäßig auch Updates, wann neue Videos kommen und wie das alles ist. Und natürlich für diejenigen, die sich für mehr Details und ein bisschen mehr Tiefe im Produkt interessieren, denkt auch dran, den Kanal zu abonnieren. Das heißt, ihr nehmt euch einfach jetzt unter dem Video, drückt ihr hier auf Abonnieren und dann bei der Glocke auf alle Mitteilungen aktivieren. Dann kriegt ihr auch in Zukunft immer schöne Informationen, wenn wir neue Videos veröffentlichen, und bleibt so immer up to date, was sich im Kastenwagensegment vor allem bei Westfalia, Lastrada und Pössl mit seinen Untermarken quasi tut. Ja, der Wagen hier, für mich ist immer eins der Kernargumente für den Columbus neben der Optik und der Fußbodenheizung ist für mich immer die Sitzbank. Wir haben hier eine Sitzbank, wo ich als breiter Mensch, vielleicht kann Chris jetzt einfach nochmal, wir machen Folgendes. Merkt euch, wie ich hier sitze. Und Chris blendet jetzt gleich noch mal ein Bild von einem Fahrzeug ein, wo ich mal in einem Pössl sitze, dass ihr einfach ein Gefühl dafür bekommt, wie viel breiter die Sitzbank ist. Und das, was man in der Breite nicht sehen kann, also erstmal, jetzt sollte ich nicht weiterreden, sondern wir machen jetzt das Bild rein. So sehe ich aus, wenn ich auf einer Pössl-Sitzbank sitze. Und jetzt sind wir wieder hier zurück im Westfalia. Das, was man nicht sehen kann neben der Breite, ist, dass wir hier eine ganz andere Lehnneigung haben, dass das fest aufgepolstert ist und dass ich hier einen Sitzkomfort habe, im Prinzip wie auf einer PKW-Sitzbank hinten auf den Rücksitzen, und dass man eben auch eine längere Strecke mit zwei breiten Menschen mal nebeneinander fahren kann, weil hier wirklich noch jemand sitzen kann. So Kleinigkeiten wie zweimal Isofix auf der Sitzbank nochmal als zusätzliches Detail mit dabei. Wenn ihr den Columbus 600 nehmt, hat er ja eine schmale Küche mit Kühlbox, da gucken wir gleich noch mal ganz genau hin. Aber durch die schmale Küche haben wir dann die Wahlmöglichkeit, hier zwei verschiedene Sitzbänke zu haben. Die hier, auf der ich sitze, ist schon die schmale. Die serienmäßige ist breiter. Das heißt, ihr habt, wenn ihr wollt, hier noch mal ein paar Zentimeter weiter in den Mittelgang. Und wenn man jetzt wirklich sagt, ich fahre regelmäßig zum Beispiel mit zwei Kindern, die so Ohrensessel, Kindersitze haben, dann macht es zum Beispiel die breitere Sitzbank mehr Sinn. So habe ich das zum Beispiel für mich bestellt, weil wir ja mit zwei kleinen Kindern fahren. Übrigens, wer sich interessiert dafür, wie ich meinen Columbus 600 konfiguriert habe, wir verlinken euch mal oben in der Ecke das Video, wo wir einmal gemeinsam durch den Konfigurator durchgegangen sind. Vielleicht ist da ja eine Anregung für euch auch mit dabei. Ansonsten haben wir einfach hier eine tolle Sitzgruppe. Der Tisch ist nicht riesig, aber vollkommen in Ordnung. Wir haben 46,5 cm in der Breite und 1,2 Meter oder in der Tiefe und 1,2 Meter in der Breite. Wir haben den Wagen jetzt hier mit dem Schwenktisch bestellt. Das heißt, ihr könnt die untere Hälfte hier komplett rausdrehen. Das ist so ein bisschen außermittig gelagert bei Westfalia, damit man, wenn jemand auf dem Beifahrersitz da noch besser rankommt. Von der Breite haben wir 46,5 cm und dann hat der Serientisch 1,2 Meter knapp und zusätzlich mit, jetzt habe ich mich da eingeklemmt, zusätzlich mit der Erweiterung 1,42 Meter, also quasi 40 cm, die da nochmal dazukommen. Das kann man relativ einfach hier wieder einklappen und so stört er gar nicht. Und was Westfalia als besondere Lösung sozusagen macht, ist, dass ihr in fast jedem Fahrzeug einen Platz habt, wo der Tisch hin kann. Bei diesem Fahrzeug ist zum Beispiel eine feste Arretierung da oben mit in dem Fach, dass wenn wirklich Leute hinten mitfahren, dass man den Tisch hier zur Seite nehmen kann. Ansonsten kann ich den im Prinzip frei einstellen und habe super gemütliche Sitze da vorne und auch die super gemütliche Sitzbank hier. Das, was ihr seht, ist Polsterstoff Roseland. Titan Schwarz, so heißt es im Prospekt, ist eine super schicke Lösung, und vor allem bei dem Fahrzeug, wo wir draußen so viel Wert auf Schwarz legen, ist das glaube ich, eine perfekte Kombination. Das könnte ein Wacken-Dienstmobil für Batman oder Michael Knight mit seinem Knight Rider sein. Würde auf jeden Fall beides wunderbar passen. Ja, von der Grundidee, damit ihr mal eine Möglichkeit oder eine Idee der Zusammenstellung bekommt, der Columbus 600 hat einen Grundpreis von ungefähr 55.000 Euro. Wollen wir nicht die wichtigen Ziffern unterschätzen oder unterschlagen. Es kommt da natürlich das ein oder andere zusammen mit Busbiker, mit ORC-Rädern. Wir haben hier zusätzlich noch einen Ladebooster, eine Solaranlage, eine Lithiumbatterie und sowas alles eingebaut. Und das summiert sich natürlich in tausender Schritten schnell auf
200 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, 2200 Euro. Busbiker etwas über 2000 Euro, ORC-Felgen knapp 2500 Euro. Da sind natürlich viele Schritte dabei, die man bei jedem anderen Auto ganz genauso gehen könnte. Deswegen ist das ein bisschen unfair, das jetzt als Gesamtpreis für einen Columbus zu nehmen. Aber es geht mir ja immer darum, euch einen guten Eindruck zu geben, was das Auto, so wie wir es vorstellen, auch wirklich kostet. Und wenn man das aufaddiert, das sind hier bei mir verschiedene Aufträge, wandern wir schon in den Bereich 80.000 Euro mit rein. Ist aber natürlich auch Fiat-seitig und Westfalia-seitig mit dem großen 180 PS Motor, mit Automatikgetriebe, mit dem Maxi-Chassis, mit Chassis-Komfortpaket, Klimaautomatik, Navigation, Rückfahrkamera, im Prinzip alles mit dabei. Also schon das obere Ende in der Columbus-Welt, dafür aber eben auch ein wunderschönes Auto. Und diese Details, die man in dem Columbus dann drin hat, ich stehe mal auf, muss halt für sich jeder selber bewerten, ob das die Dinge sind, die einem den Mehrpreis wert sind. Weil es sind schon einfach so Sachen hier, wenn ihr die Kanten anfasst, dann das kann man jetzt, leider haben wir noch kein Gefühlsvideo, aber das sind halt richtig massive Kanten, das ist kühles Metall, das fühlt sich einfach super wertig insgesamt an. Und auch die Oberflächen, die wir haben, das ist halt, oh, ich habe kalte Finger, heute ist das echt quasi unangenehm. Das ist hart wie eine Küchenarbeitsfläche, so dass man kaum Beschädigung dran machen kann. Und wenn ihr euch einfach mal einen 15 oder 20 Jahre alten Westfalia anschaut, das ist halt heute noch relativ zeitgemäß. Und daran kann man so eine grobe Idee haben, dass dieses recht neutrale, technisch aufgeräumte einfach weniger den Trends hinterherläuft und dafür einfach aber auch euch wahrscheinlich sehr, sehr lange gut gefallen wird. Grundsätzlich könnt ihr bei den 6 Meter Fahrzeugen bei Westfalia wählen zwischen dem Columbus 600, wo wir drin sind. Das ist der Küchenblock mit der Kühlbox drin, die richtig schön tief ist. Wir haben jetzt hier den optionalen Einhängekorb noch mit dabei. Und alternativ gibt es eben den Columbus 601. Dann habt ihr hier Schubladen und im hinteren Bereich den klassischen Kühlschrank. Da machen wir euch auch noch mal einen Link rein zu dem Video vom Columbus 601. Die Unterscheidung ist halt so ein bisschen die Idee, die Kühlbox kann man wunderbar von innen und von außen erreichen. Die Kühlbox ist energetisch im Prinzip die beste Lösung, die man haben kann. Weil selbst wenn ihr sie aufmacht, nicht wie beim Kühlschrank die Temperatur oder die kalte Luft nicht nach vorne rausfallen kann, sondern in der Schale einfach unten drin bleibt. Der Nachteil der Kühlbox ist, dass sie zum einen von den Nennlitern, die sie hat, deutlich kleiner ist als ein Kühlschrank. Warum das nicht ganz so relevant ist, reden wir gleich noch mal kurz drüber. Und ihr habt keinen, das ist für mich das so ein bisschen der Schmerz daran, es gibt kein Gefrierfach, das heißt, leider fehlen uns dann die Eiswürfel für einen Gin Tonic am Strand. Nichtsdestotrotz habe ich für mich als Familienfahrzeug einen Columbus 600 bestellt, weil ich das mit der Kühlbox schon cool finde. Der Kühlschrank im 601er ist ja ungefähr 95 Liter. Die Kühlbox hat ungefähr 45 Liter, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, von der Nennkapazität ist es die Hälfte. In der Praxis ist das aber nicht so viel kleiner, wie sich das anhört, weil ihr so eine Kühlbox natürlich nehmt und die Tetris-mäßig voll stapelt. Am Ende habt ihr die 45 Liter als echtes Kühlvolumen. Und wenn ihr den Kühlschrank hinten nehmt, dann habt ihr ja in den verschiedenen Ebenen ganz viel Luftraum, der mitgekühlt wird, der nicht vollgepackt ist. Deswegen passt da fast das Gleiche mit rein. Ja, wenn ihr euch für einen 600er entscheidet, über die Bankbreite hatte ich ja schon gesprochen, habt ihr eben die Wahl zwischen der breiten und der schmalen Bank. Beim 601er wäre es immer die schmale Bank. In dem Fall hier ist das Fahrzeug schwerpunktmäßig für 2 Personen in der Nutzung. Deswegen haben wir das Zusatzbett hier vorne nicht mitbestellt. Und dann kann man hier eben die Sitzbank entriegeln und hat da, wo bei vielen anderen Fahrzeugen das tolle Klappbett von Westfalia ist, eben einen echten zusätzlichen Kleiderschrank. Der Küchenblock vom Columbus 600 ist so, dass ihr hier einmal unter dem Waschbecken ein schönes Fach habt, wo man noch ein paar Sachen mit reinpacken kann. Und dann habt ihr mehrere schöne Schubladen. Einmal hier die beiden schmalen, aber dafür schön tiefen Schubladen. Und dann hier dahinter, jetzt muss ich mal kurz zur Seite gehen. Eigentlich würde ich ja da stehen, von wo ihr jetzt guckt. Eine schöne Besteckschublade und darunter nochmal 2 echte große, alles kalt heute, 2 echte große Schubladen und unten natürlich nochmal eine größere.
hier ist es letztendlich so, wir haben uns jetzt hier für den richtig freien großen Durchblick entschieden. Serienmäßig, wenn wir das nicht abbestellen, würde beim Columbus 600 hier nochmal so ein kleiner Schrank kommen, ich sag mal, der so ungefähr bis zur Hälfte der Arbeitsplatte geht. Dann hättet ihr ein bisschen mehr Stauraum, aber weniger Schnippelfläche, weniger Raumgefühl. Also es ist ein bisschen Abwägungssache, was einem besser gefällt. Bei der Nasszelle, hier auf der gegenüberliegenden Seite, ist es so, dass Westfalia einen sehr einheitlichen Weg geht. Also es ist im Prinzip die gleiche Nasszelle beim Columbus, ich gehe mal aus dem Bild, beim Columbus 600 und beim Columbus 640. Die ist so, dass man auch als großer Mensch wunderbar sitzen kann. Und auch, darf ich mal einmal die Tür kurz zumachen. Jo, auch hinter der Tür passt das wunderbar. Also ich habe jetzt gerade noch mal die Toilette ein ganz kleines bisschen weiter nach innen gedreht und so sitze ich mit meinen langen Beinen tatsächlich hervorragend hier auch auf der Toilette. Das passt gut. Und das Gefühl, eine Tür zuzumachen, gibt halt am Ende des Tages doch immer noch mal ein bisschen mehr Gefühl von Privatsphäre, als wenn es eine Lamellentür oder so eine Rollschiebetür ist, wie das bei anderen Fahrzeugen der Fall ist. Was richtig schick ist, wenn man von innen oder von außen guckt, wir haben hier diese Lichtelemente, die mit drin sind und insgesamt ist das Lichtkonzept einfach toll in so einem Columbus. Ansonsten ist die Idee im Columbus natürlich, dass nicht unbedingt so viel geduscht wird. Dafür, das geht hier gut, ist aber mit einem Vorhang geregelt. Das ist halt beim Kastenwagen, muss ich so ein bisschen mich entscheiden, was der richtige Weg ist. Und damit man auch außen gut duschen kann, haben wir bei dem Fahrzeug hinten im Stauraum unter der Ecke eine Außendusche mit eingebaut, dass man sich da draußen auch mit warmem Wasser schön abduschen kann. Ja, der Blick hier hinten, wenn ihr da drauf schaut, wir haben eine Kaltschaummatratze mit abnehmbarem Bezug. Wir haben darunter das punktelastische Lattenrost, sodass das Schlafen hier hinten wirklich ein Traum sein sollte. So dass man mit diesem wunderschönen Fahrzeug sich das überall gemütlich machen kann. Und man kann, dadurch, dass das alles so offen ist, das ganze Bett hinten vielleicht ein bisschen mehr in den Wohnraum integrieren und auch tagsüber als so eine Art Sofa benutzen. Wenn ich will, kann ich sogar den hinteren Teil hochklappen und dann entweder hier den ganzen Schlitten nach hinten schieben oder es so lassen, wie es ist und einfach das auch als Rückenlehne zum Anlehnen ganz komfortabel mit benutzen. Das ist der Blick von hinten in unseren Columbus 600. Wir gucken mal, was wir hier für ein Bettenmaß haben. Mir exakt 1,40. Das ist auch quadratisch. Das ist anders als bei den meisten 6 Meter Kastenwagen, also 1,40 über die gesamte Breite. Und die Länge ist 1,94. Das ist, glaube ich, zum einen das normale Maß. Das fühlt sich hier manchmal ein bisschen länger an, weil Westfalia links und rechts auf Fenster verzichtet. Und dadurch kann ich mich ausstrecken oder an den Wänden ganz gut anlehnen, habe aber natürlich ein bisschen weniger Luft von den Seiten, was aber zum einen durch die Luftigkeit nach vorne und auch durch die große Dachhaube hier hinten über dem Bett aufgefangen ist. Was wir eben im Innenbereich komplett außer Acht gelassen haben, ist so ein bisschen das Energie- und Heizkonzept vom Westfalia Columbus. Der hebt sich nämlich eigentlich in allen Belangen von allen anderen Fahrzeugen ab. Zum einen habt ihr serienmäßig immer eine Dieselheizung mit dabei und das ist nicht nur eine Dieselheizung, sondern anders als bei den meisten anderen Kastenwagen ist es eine Warmwasserheizung. Das heißt, Dieselkraftstoff erhitzt quasi eine Transportflüssigkeit, so wie man das zu Hause auch hat. Und dann habt ihr, wenn ihr das Winterpaket mitbestellt, eine Fußbodenheizung, verschiedene Heizkörper, wenn man hier um die Ecke guckt, überall im Fahrzeug mit drin. Und dadurch habe ich eine ganz angenehme indirekte Wärme, weil quasi der Möbelbau aufgeheizt wird und nicht die Luft aufgeheizt wird. Das heißt, mache ich die Tür auf, die Kälte geht raus, ist es viel schneller wieder warm, weil grundsätzlich Wände und Boden und all sowas mit warm ist. Jetzt haben wir unter einigen Videos in der Vergangenheit immer mal den Kommentar gehabt, es gibt noch andere Marken, die auch Fußbodenheizung haben. Das ist grundsätzlich richtig, aber korrigiert mich, wenn ich mich irre, schreibt es gerne mit drunter. Ich glaube nicht, dass das Warmwasser-Fußbodenheizungen sind, sondern die Fußbodenheizungen, die dort drin sind, sind Elektroheizung. Das heißt, wenn man dort auf dem Campingplatz ist, kann man dann die Heizung über Strom erhitzen oder auch freistehend, wenn man die Batteriekapazität dafür opfern möchte sozusagen. Hier ist es aber wirklich so, dass die normale Heizung im Boden zirkuliert und damit einfach sehr konstant und schön warm macht. Dazu habt ihr immer eine Kompressorkühlbox oder einen Kompressorkühlschrank, was einfach den Gasverbrauch
eines Kühlschranks quasi aus dem Rennen nimmt, weil der Kompressorkühlschrank nur über Strom gekühlt wird. Und dadurch, dass wir im Prinzip für die Heizung Diesel und für den Kühlschrank Strom haben, kochen wir nur noch mit Gas und für Gas brauchen wir dann nicht mehr viel. Warum erzähle ich das alles? Weil dadurch so ein riesen Stauraum hier hinten zu realisieren ist. Wir haben da den Gaskasten, da passt eine 5 Kilo Flasche mit rein. Damit könnt ihr 1, 2, 3 Saisons, je nachdem wie viel ihr kocht, entspannt kochen. Und dadurch habe ich alles hier hinten sehr aufgeräumt, wo ja bei den meisten Fahrzeugen nach hinten der Gaskasten geht. Das heißt, ihr habt hier von links nach rechts im Stauraum, es ist so kalt, dass das Gefühl sogar der Lasermesser langsamer geworden ist, 1,87 in der Breite. Und dann haben wir hier in dem, sagen wir, kurzen Bereich 75 cm und hier in der Mitte ungefähr 1,35. Achso, und das Ganze in der Höhe mit 76 cm. Dadurch habt ihr eben einen riesengroßen Quader, der hier hinten mit drin ist. Wer noch mehr stauen möchte, kann im Prinzip hier den hinteren Teil des Bettes einfach nach oben klappen und hat dann, wir mögen ja Maße, 1,90 Meter Heckstauraumhöhe. Ist natürlich ein bisschen nicht ganz ernst gemeint sozusagen. Aber wenn ihr mal was Großes zu transportieren habt oder mal ein Fahrrad aufrecht reinstellen wollt, wir haben zum Beispiel viele Rennrad- oder Mountainbike-Rennfahrer, die das Auto einerseits als Familienfahrzeug nehmen und andererseits aber eben Vater oder Mutter, wenn dann mal Rennen oder Events sind, einfach ein breites Einzelbett haben und dahinter das hochwertige Rennfahrrad hier drin mit transportieren können. Ja, und so hat man einfach so ein paar Dinge, die den Columbus von vielen Fahrzeugen abheben. Mit der Fußbodenheizung, mit der Sitzbank, mit der Optik und dem großen Stauraum. Das sind, glaube ich, so die Hauptschwerpunkte, die euch dazu bringen, sich für einen Columbus zu entscheiden. Was es für Alternativen gibt, zeigen wir euch aber natürlich auf diesem Kanal ja auch andauernd. Also schaut euch auch die anderen Videos an, weil so ein Grundriss 6 Meter mit Heckbett quer ihr ja bei Pössl und bei Lastrada genauso findet. Und es gibt, wie man so schön sagt, für jeden Topf den berühmten passenden Deckel. Und da muss jeder so ein bisschen gucken, seid ihr eher ein Westfalia-Topf, ein Pössl-Topf oder ein Lastrada-Topf. Und was die Kriterien dafür sind, da führen wir euch mit den Videos so ein bisschen durch. Heute habt ihr hoffentlich einen guten Eindruck vom Columbus 600 bekommen. Für die Alternativen schaut euch auch die anderen Videos an. Ich freue mich auf euch. Viel Spaß und bis bald.